Willkommen bei der Fahrschule Punkt. Ich bin dein Coach und ich zeige dir hier in diesem Video, wo man parken darf und wo man nicht parken darf. Wo man halten darf, wo man nicht halten darf. Es gibt da die Grundregel und es gibt bestimmte Verkehrszeichen, die das erlauben oder verbieten. Das erkläre ich dir alles. Außerdem zeige ich dir das mit dem Parkscheinautomaten, wie das funktioniert und die Parkscheibe, wie die funktioniert. Na dann, ich wünsche dir viel Spaß dabei. Auf geht's! Zunächst müssen wir den Unterschied kennen zwischen Halten, Parken und verkehrsbedingtes Warten. Das ist alles im § 12 der Straßenverkehrsordnung geregelt. Der Unterschied zwischen Halten und Parken ist folgender. Man hält, wenn man nicht länger als 3 Minuten steht. Wenn man länger als 3 Minuten steht, dann parkt man. Beim Halten muss man in der Nähe vom Fahrzeug bleiben, damit man es jederzeit wegfahren kann. Entfernt man sich weiter weg, dann zählt es als Parken. Verkehrsbedingt warten wir zum Beispiel an roten Ampeln, am Fußgängerüberweg, am Stoppschild oder an einem Bahnübergang. Aber wo darf ich parken? Hier haben wir eine Straße. Links und rechts ist ein Gehweg und in der Mitte ist die Fahrbahn für beide Richtungen. Es gibt keine Verkehrszeichen, die das Parken erlauben oder verbieten. Es gilt hier die Grundregel. Wo darf man hier parken? So halb auf dem Gehweg und halb auf der Fahrbahn? Oder nur auf der Fahrbahn? Oder ganz auf dem Gehweg? Wie sieht's aus? Auf dem Gehweg ist das Parken verboten. Auch halb auf dem Gehweg ist es verboten. Man parkt auf der Fahrbahn, wenn es keine Verkehrszeichen oder andere Verkehrsregeln verbieten. Das ist doch gut zu wissen, denn das Parken auf dem Gehweg kostet mittlerweile 55 €. Man darf nur auf der rechten Fahrbahnseite in Fahrtrichtung parken. Auf der linken Seite ist es verboten. Eine Ausnahme ist die Einbahnstraße. Da darf auch auf der linken Seite geparkt werden. Wenn Schienen sehr weit rechts am Fahrbahnrand liegen, dann darf auch ausnahmsweise auf der linken Seite geparkt werden. Allerdings ist es sehr gefährlich. Wenn man links gegen die Fahrtrichtung parkt und dann rausfahren will, dann sieht man sehr schlecht den Gegenverkehr. Das Parken auf Geh- oder Radwegen ist verboten und wird mit einem Bußgeld bestraft von 55 €. Und wenn man noch jemanden behindert, wie in diesem Beispiel, da kommt man mit dem Kinderwagen oder als Rollstuhlfahrer nicht vorbei. Dann kostet es ein Bußgeld von 70 € und 1 Punkt in Flensburg. Parken muss man auf der Fahrbahn. Allerdings wird das Parken auf dem Gehweg in vielen kleineren Ortschaften geduldet, da man sonst sehr viele Verkehrszeichen installieren müsste, um das Parken zu erlauben. So wie hier an der Straße. Guckt mal, wie viele Verkehrszeichen hier stehen und das Parken erlauben. An jeder Parkbucht. Diese Verkehrszeichen schreiben vor, dass man auf dem Gehweg parken muss. So wie es da abgebildet ist und nicht anders. Hier bei diesem Zeichen ist es vorgeschriebenes Parken ab dem Schild. Der Pfeil zeigt nach links. Auf dem Gehweg dürfen nur Fahrzeuge bis maximal 2,8 Tonnen parken. Vorgeschriebenes Parken bis zu diesem Schild. Das erkennt man an dem Pfeil nach rechts. Zusätzlich kann auch dieses Zeichen hängen mit beiden Pfeilen. Zur Erinnerung, dass man davor und nach dem Zeichen nur so parken darf. Ihr fragt euch vielleicht, was das Zeichen oben drüber heißen soll. Das ist das eingeschränkte Haltverbot. Und das ist das Haltverbotzeichen. Bei diesem Zeichen ist das Halten auf der Fahrbahn erlaubt. Das Parken ist verboten.
Das Be- und Entladen sowie das Ein- und Aussteigen ist erlaubt. Ohne konkrete Zeitangabe. Es kann auch länger als 3 Minuten dauern. Wichtig, es gilt nur für die Fahrbahn. Es gilt nicht für den Gehweg. Jetzt macht es Sinn, dass diese zwei Zeichen zusammenhängen. Auf dem Gehweg darf man parken, auf der Fahrbahn darf man nur halten. Dort darf man nicht parken. Bei dem Zeichen darf man nicht halten. Auch nicht ganz kurz stehen bleiben, um jemanden aussteigen zu lassen. Das ist verboten. Mit diesem Zusatzzeichen ist das Halten auf der Fahrbahn und auf dem Seitenstreifen verboten. Es gibt verschiedene Zusatzzeichen. Das Halten kann auch zeitlich begrenzt sein. Außerhalb dieser Zeit gilt das Haltverbot nicht mehr. Das Zusatzzeichen gilt für Kraftfahrzeuge über 3,5 Tonnen, ausgenommen sind PKWs und Omnibusse. Zeigt ein Pfeil auf dem Schild nach links, dann beginnt da das Haltverbot. Auf der Fahrbahn und in Fahrtrichtung. Bis zu dem Zeichen mit dem Pfeil nach rechts. Dort endet das Haltverbot. Das gilt nur in diesem Bereich zwischen den beiden Verkehrszeichen und es hat nichts mit der anderen Fahrbahnseite zu tun. Wenn da keine Pfeile auf dem Schild sind, dann gelten die Verkehrszeichen bis zur nächsten Kreuzung oder Einmündung. Am Ende steht in der Regel kein weiteres Schild. Das Halten ist generell dort verboten, wo es eine Gefahr darstellt oder eine erhebliche Verkehrsbehinderung besteht. Auf dem Fußgängerüberweg und 5 Meter davor. Direkt nach dem Fußgängerüberweg ist das Halten erlaubt. Auf dem Schutzstreifen für den Radfahrer ist das Halten und Parken verboten und kostet mindestens 55 €. Mit Behinderung kostet es 70 € und ein Punkt. Im Bereich von scharfen Kurven ist das Halten verboten, auch vor Kuppen, in Engstellen, vor Feuerwehrzufahrten, am Taxistand ist das Halten verboten. Im Fahrraum von Schienenfahrzeugen und Bahnübergängen. Bis 10 Meter vor dem Stoppschild, Vorfahrt-Gewährenzeichen, Andreaskreuz und Ampeln, wenn die dadurch verdeckt werden. So wie hier in diesem Beispiel. Auf Autobahnen, da auch auf dem Seitenstreifen. Auf Einfädelungsstreifen und Ausfädelungsstreifen ist es auch verboten. Links neben der Fahrbahnbegrenzung, wenn rechts ein geeigneter Seitenstreifen ist. Auf dem Seitenstreifen, da darfst du halten und parken. Aber nicht hier auf der Grünfläche oder auf dem unbefestigten Fahrbahnrand. Im Bereich von Richtungspfeilen ist das Halten und Parken verboten. Die Grenzmarkierung verlängert ein Haltverbot oder ein Parkverbot. Auf Fahrstreifen mit Dauerlicht ist das Halten verboten, egal welches Licht da oben leuchtet. Das Parken ist verboten, vor Kreuzungen und Einmündungen bis zu 5 Meter vor den Schnittpunkten der Fahrbahnkanten und bis zu 8 Meter davor, wenn rechts neben der Fahrbahn ein Radweg angelegt ist. Vor Grundstückseinfahrten, auf schmalen Straßen auch gegenüber und vorm abgesenkten Bordstein ist das Parken verboten. An Bushaltestellen bis zu 15 Meter davor und hinter dem Haltestellenschild ist das Parken verboten. Das Halten ist da erlaubt. Innerorts bis 5 Meter vor dem Andreaskreuz und außerorts bis zu 50 Meter vor dem Andreaskreuz. Über Schachtdeckeln und ähnlichen Abdeckungen darf man nicht parken. Wenn weniger als 3 Meter Platz zwischen der Fahrstreifenbegrenzung und dem Pkw sind, da darf man nicht parken. Auf
Vorfahrtsstraßen außerhalb geschlossener Ortschaften. Auf der Fahrbahn ist das Parken verboten. Halten und Parken in zweiter Reihe ist verboten. Ausnahmsweise kann kurzes Halten zum Ein- und Aussteigen oder zum Be- oder Entladen zulässig sein, wenn es in unzumutbarer Nähe keine andere Möglichkeit gibt und der Verkehr nicht behindert wird. Weitere Zusatzschilder können das Parken noch einschränken, wie hier: nur mit Parkschein oder Bewohner mit Parkausweis Nummer 1 frei. Wenn man mit Parkschein parken muss, muss man einiges beachten. Auf dem Parkscheinautomat steht drauf, zu welchen Zeiten man ein Ticket ziehen muss. Wie hier, Montag bis Samstag von 9 bis 22 Uhr. Und die Höchstparkdauer ist wichtig. Hier darf man maximal nur eine Stunde stehen und kostet 3,50 Euro. Wenn der Parkscheinautomat defekt ist, dann brauchen wir eine Parkscheibe. Und da stellen wir die Ankunftszeit ein. Nehmen wir mal an, wir kommen um 13:40 Uhr an, dann stellen wir die Parkscheibe auf 14 Uhr. Wir können immer aufrunden. Es darf uns keine Parkzeit weggenommen werden. Und die Höchstparkdauer nicht vergessen und beachten. Es gibt auch Verkehrszeichen, die das Parken mit der Parkscheibe vorschreiben. Leg sie gut leserlich von innen ins Fahrzeug auf das Armaturenbrett drauf. Hier dürfen nur Fahrzeuge stehen mit einem gültigen Behindertenausweis. Es gibt weitere Schilder, die das Parken nur für bestimmte Fahrzeuge erlauben, wie das zum Beispiel für Carsharing-Autos. Oder hier Elektrofahrzeuge. In einem verkehrsberuhigten Bereich muss man aufpassen, wo man parkt. Da ist das Parken nur auf gekennzeichneten Flächen erlaubt, so wie hier. Wo es keine gekennzeichneten Flächen gibt, ist das Parken verboten. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat dir gefallen und jetzt weißt du, wo du dein Auto abstellen darfst und wo du es nicht abstellen darfst, und das kann richtig teuer werden, ne? Ich meine, wenn man da auf dem Radweg parkt mit Behinderung, 1 Punkt, ne? Bei 8 Punkten ist der Führerschein weg. So schnell geht es. Und dann, bis zum nächsten Video. Ich wünsche dir was. Mach's gut.